Hallo, ich bin Lina und heute zeige ich dir, wie einfach du dein Team im Social Hub organisieren kannst. Der Aufbau des Teams beginnt direkt beim Hinzufügen der Nutzer, denn in diesem ersten Schritt kannst du bereits gewisse Rollen festlegen. Diese haben Auswirkungen darauf, welche Rechte die einzelnen Nutzer innerhalb der Software haben. So kannst du zum Beispiel reine Community Manager auswählen, Admins, Redakteure, Social Media Manager und vieles weiteres. Welche Rechte die einzelnen Rollen haben, findest du in unserer praktischen Übersicht. Wenn du sehr strikte Vorgaben hast, kannst du innerhalb des Enterprise-Pakets die Rollen auch noch weiter personalisieren, damit sie auch wirklich zu deinen Vorstellungen passen. Nun kannst du im Reiter Teams die Mitglieder in einzelne Gruppen sortieren und ihnen die Kanäle zuweisen. Das ist besonders praktisch, wenn du zum Beispiel internationale Teams hast oder verschiedene Brands betreust oder auch zum Beispiel einfach sehr viele Seiten hast, die von unterschiedlichen Gruppen betreut werden. Natürlich kannst du die Teams auch jederzeit wieder löschen, anpassen oder ergänzen. Damit ist die Grundlage für Teams auch schon gelegt. Jetzt geht es darum, wie die einzelnen Mitglieder innerhalb der Software zusammenarbeiten können. Fangen wir doch direkt im Content Planner an, denn hier findet sich ein Reiter, der sehr passend Zusammenarbeit heißt. In diesem Bereich können sich deine Teammitglieder unterhalten, Feedback austauschen oder auch Fragen stellen. Besonders praktisch ist, dass die Mitglieder sich gegenseitig markieren können, sodass die andere Person direkt weiß, dass sie angesprochen wurde. Zusätzlich kannst du hier auch bestimmte Beiträge einfach jemandem zuweisen, damit diese Person weiß, dass sie jetzt verantwortlich dafür ist. Wenn in deinem Team mehrere Mitglieder an der Content-Erstellung arbeiten, ist unser Feature Post-Version History besonders praktisch. Denn sobald mehr als 2 Personen aktiv an einem Beitragsentwurf arbeiten, kann man mit der Post-Version History ganz einfach frühere Beitragsentwürfe mit einem Klick wiederherstellen. Wenn du mehr über das Feature erfahren willst, haben wir dazu auch ein separates Video gemacht, das ich hier nochmal verlinke. Was beim Teamwork auf keinen Fall fehlen darf, sind natürlich Freigabeprozesse. Im Social Hub hast du direkt 2 Möglichkeiten, deine Beiträge freigeben zu lassen. Du kannst sie entweder intern zur Freigabe schicken, sodass andere Mitglieder im Social Hub den Beitrag sichten, korrigieren oder freigeben können. Oder du kannst über unsere E-Mail-Freigabe Beiträge auch an Dritte schicken, die jetzt keinen eigenen Social Hub-Account haben. Wenn du mehr über die Freigabeprozesse erfahren möchtest, haben wir auch hier nochmal ein separates Video gemacht. Übrigens, Freigabeprozesse findest du auch für Community Manager innerhalb der Inbox. Hier kannst du deine Antworten zuerst vorschlagen, sodass ein anderes Mitglied sie sich durchlesen, anpassen und dann freigeben kann. Oder du kannst auch Posts hier wieder per E-Mail verschicken. Der Social Hub wurde speziell für Teams konzipiert und macht somit nicht nur das Social Media Management allgemein, sondern auch die Zusammenarbeit im Team super easy. Durch die Rollenverteilung haben alle Zugriff auf die Bereiche, die sie tatsächlich brauchen für ihre tägliche Arbeit, und Sachen wie Freigaben oder Feedback oder Fragen können sehr einfach nachvollzogen und umgesetzt werden. Wenn du noch Fragen zu den einzelnen Features hast, die hier vorgestellt worden sind und wissen willst, in welchen Paketen sie enthalten sind, melde dich gerne bei uns.